Im heutigen Video testen wir den tschechischen Railjet-Zug. Wir starten in der Hauptstadt von Tschechien, der Stadt Prag, und fahren bis zum Ende des Zuges nach Graz in Österreich. Wir fahren heute in der höchsten Klasse, der Business Class. Ich zeige euch natürlich den Service und die Gemütlichkeit des Sitzes. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade in Prag, der Hauptstadt von Tschechien. Und heute habe ich den tschechischen Railjet-Zug auf der Liste. Ja, hinter mir seht ihr schon den Bahnhof. Und wir fahren natürlich nicht zweite Klasse, nicht erste Klasse, nein, wir fahren Business Class. Unsere Route ist heute von Prag nach Graz in Österreich. Ja, wenn man hier oben auf der Brücke steht, hat man tatsächlich einen perfekten Blick auf den Bahnhof. Und da hinten steht sogar ein City-Elefant. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, es ist 2 Stunden vor Abfahrt. Und jetzt gehe ich mal in den Bahnhof und schaue mal, was uns so erwartet. Weil es soll dort auch eine Lounge geben. Vielleicht können wir da rein. Es ist perfektes Zugfahrwetter. Bestimmt können wir auch die schöne Landschaft genießen. Aus dem Flugzeug aus sah es schon wirklich toll aus hier in Tschechien. Schön viel Grün. So, auf geht's zum Bahnhof. Da sehen wir vermutlich einen Eurocity. Da kommt mein Zug, aber 2 Stunden vorher. Der war zu voll. Den habe ich nicht gebucht. Da, Railjet Business Class. Damit fahren wir gleich. Also die Business Class ist vor dem Restaurantwagen. Cool. Der fährt übrigens bis zu 230 km/h. Dieser rot-weiße Zug dort ist der City-Elefant. Und da sehen wir nochmal das Schild Praha. Ich habe jetzt gelernt, wie denn der Betreiber der tschechischen Bahn heißt. CD České Dráhy, hat die Ansage gesagt. Könnte stimmen, oder? Dass ich es richtig ausgesprochen habe. Oh, die Uhr hat eine Statue über sich aus Gold. Wie schön. Unsere Zugfahrt soll übrigens 7 Stunden dauern. Und ich plane natürlich Schnitzel zu essen, ein Bier zu trinken, Espresso trinken. Ich lasse es mir richtig gut gehen. So sieht es hier aus, wenn man vor dem Hauptbahnhof in Prag steht. Man kommt schnell weg, aber schön ist es nicht. Da geht's rein. Oh, Tür geschlossen, nächste Tür. Tür geschlossen, nächste Tür. Wow, das ist ja wie eine Kathedrale hier. Wie schön. Tja, ich habe leider keine Ahnung, wo die Lounge zu finden ist. Ich laufe einfach mal hier lang. Meine Güte, das ist ja ein richtiger Palast hier. Wunderbar. Das ist ein Café. Ne, ins Café wollen wir nicht. Andere Seite. Hier geht es auch nicht viel weiter. Dann gehe ich mal runter. Okay, hier müssen irgendwo die Gleise sein und es ist so voll. Ich bin so früh dran, dass mein Zug noch nicht angezeigt wird. Macht aber nichts. Da geht es zu den Gleisen. Hier gibt es eine Regiojet Lounge. Einkaufen kann man hier echt gut. Alles voll mit Läden. Da steht Info. Ich gehe einfach mal runter. Boah, mein Koffer haut ab. Ich glaube, ich bin jetzt am Fußgängereingang gelandet. Hier ist es plötzlich schön grün. Ja, so sieht's aus hier. Riesig. Aber wo mag die Lounge sein? Hier gibt es Tickets und die Info. Vielleicht können die mir weiterhelfen. Also das Ticket Office habe ich gefunden. Da steht's. České Dráhy. Aber die Lounge ist immer noch nicht zu sehen. Ich frage mal nach. Ich habe die Lounge gefunden.
Geschlossen. Wie doof. Oh, sie wird erneuert. Mist. Genau vor 3 Tagen. Naja, gehen wir aufs Gleis und gucken Züge. Ich habe gleich einen City-Elefant gefunden. Sieht aber cool aus. Erste Klasse. Nach Bedru. Das sieht gar nicht schlecht aus. Hier ist noch einer. Da steht's dran. City-Elefant. Cool. Also die Schwierigkeit hier am Bahnhof ist in Prag, die Züge werden erst sehr spät angezeigt. Es ist jetzt 12:21 Uhr und unser Zug soll um 12:42 Uhr fahren, aber da steht noch gar kein Gleis. Mal gucken, wann es kommt. Unser Zug hat nun endlich ein Gleis. 3S. Gehen wir doch mal hin. Gleis 3 gefunden. Also man kann auch eine Rolltreppe nehmen, aber ich möchte mich gerne ein bisschen bewegen. Ich gehe die Treppe. Ha! Dann können wir sogar noch die Einfahrt filmen. Sieht gut aus. Ihr findet hier am Bahnsteig auch noch Fahrpläne ohne Informationen. Hier ist unser Railjet und der heißt sogar Vindobona. Da komme ich später noch mal drauf zu sprechen, weil das ist nämlich ein ganz besonderer Name. Der hat Geschichte. Hier ist noch die Rückseite von dem kleinen Terminal, was wir gesehen haben. Da stehen sogar auch Informationen dran, aber ich erkenne gerade nicht so viel. Doch, da ist unser Zug, aber das lässt sich nur schwer sehen. Hier in Prag gibt es übrigens keine Anzeigen, wo ein Waggon eines einzelnen Zuges ist. Ich muss in Waggon 27 und ich denke einfach mal, dass der ganz vorne sein wird. Da gehe ich gerade hin. Also der Bahnhof hier ist wirklich super schön. Die riesigen Gewölbe, sieht toll aus. Und die Bahnsteige sind sehr breit, also sehr sicher. Und ihr habt überall Rolltreppen. Also das ist wirklich ein Top-Bahnhof. Hier kann man gut einsteigen und auch aussteigen. Und so heißt der Bahnhof komplett. Das spreche ich jetzt aber nicht aus. Damit ihr auch wisst, in welche Richtung euer Zug fährt, gibt man hier die Richtung mit J und S an. J ist Süden und S ist Norden. Wir fahren nach Norden. Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Route. Wir starten in Prag, der Hauptstadt von Tschechien, und fahren quer durch Tschechien bis nach Österreich, über Wien Hauptbahnhof und Wien Neustadt zu unserem Ziel Graz. Da ist schon Graz. Okay, zweite Klasse ist dort, Economy. Habe ich Glück, dass mein Waggon vorne ist und wir geschoben werden? Restaurant, First, Business. Oh, da muss ich aber weit laufen. Waggon 27 und hinein mit uns. Habe meinen Sitzplatz gefunden. Da ist er. Den Sitz kennt ihr wahrscheinlich noch. Es ist fast der gleiche wie im Frecciarossa 500. Allerdings ist mein Sitz kaputt. Er arretiert nicht. Mist. Also gemütlich ist er. Genießen wir die Ausfahrt. Mach's gut, Prag.
Machen jetzt weiter. Top one, Ja, von wem jetzt? and then push back. Ja, oh je. And then the bottom one doesn't feed. Nice. Ja. Ja, spinne nicht. Yeah. Ja, ja, immer auf der Hose. Ob wenn es Spaß hat oder nicht, irgendwas anderes nicht. Ja. Also der Sitz ist wirklich super bequem. Hier kann man es aushalten. Naja, die Beinablage lässt sich nicht arretieren. Ich probiere es nochmal. Nein. Da funktioniert nichts. Nein, sie kommt immer wieder zurück. Schauen wir noch mal ein bisschen raus. Dámy a pánové, rádi bychom vás upozornili, že ve voze 23 se nachází tichý oddíl. Děkujeme. Ich hol mal den Tisch raus. Schwupp. Da ist der Tisch. Also WLAN scheint es zu geben. And then bottom one, so you feed. So, wir haben WLAN. Ich habe gerade irgendeinen Link bekommen, den ich kopieren sollte. Mal gucken, was dabei rauskommt. Oh, da kommt schon das Portal. Oh, wir nehmen mal alles an. Ne? Datenvolumen unbegrenzt. Spiele, Filme. Ich möchte nichts spielen, ich möchte gern Essen bestellen. Da, das Menü. Die Karte liegt aber auch neben mir. Ich lese sie in real. Jetzt habe ich aber Hunger. Ich möchte mein Schnitzel und ein Bier. Da ist mein Schnitzel. Ich nehme das Hähnchenschnitzel. So soll es aussehen. Kostet jetzt noch 10 Euro. Das Witzige ist, die Happy Hour bedeutet im tschechischen Land. Wenn wir in Österreich sind, wird es teuer. Und zum Schnitzel möchte ich noch diese Tortillas haben. Die sehen auch ziemlich cool aus. Also hier geht's gleich gut los. Eben gerade kam schon der Kontrolleur und er hat mir was mitgebracht. Da ist ein 50-Kronen-Gutschein oder umgerechnet 2 Euro. Na, den werde ich auf jeden Fall nutzen. Hier oben sieht man übrigens die Reservierung. Ich fahre ja die komplette Strecke von Prag bis Graz durch. 7 Stunden. Also der Service beginnt. Es gab eine Flasche Wasser. Das Internet scheint hier so langsam zu sein übers WLAN, da muss ich gleich mal einen Speedtest machen. Ihr seht, es lädt eigentlich gar nicht. Und los. Wow, nicht mal 1 Mbit. Da habe ich aber ein bisschen mehr erwartet. Ich wechsle mal auf mobiles Netz. Natürlich 5G. Was für ein Witz. Ich wollte mal gucken, wie schnell wir denn fahren werden. Unsere Höchstgeschwindigkeit soll 230 km/h betragen. Ich habe bisher nur einen Abschnitt gefunden, wo man 250 fahren darf. Und das ist kurz vor Wien, aber den werden wir bestimmt nicht nehmen. Maximal werden wir wohl nur 200 km/h fahren. Los geht's. Bestellungen wurden entgegengenommen. Als erstes wir in der Business Class. Wir sind 6 Personen. Und später kommt wahrscheinlich dann auch die erste Klasse. Ja, bin ich gespannt, wie lange es dauert. 13:36. Ich tippe mal so 15 Minuten. Oh, die Tür geht von alleine auf. Hier ist doch mal eine schöne Anzeigetafel. Hier steht übrigens nicht die Verspätung. Und die Geschwindigkeit sehen wir auch. Höchstgeschwindigkeit war bisher 160 km/h. Gucken wir ein bisschen raus. Da sieht man, welche Sitzplätze wir haben. Ich warte nämlich gerade auf die Toilette. Ich zeige euch die Kabine bzw. das Großraumabteil später nochmal, wenn es leer ist. Aber was mich sehr stört, ist, dass die Business Class nicht von der ersten Klasse getrennt ist. Das hätte man besser machen können. Testen wir die Toilette. Die geht aber schwer auf. Hallo. Ja, durchaus
klein, aber alles sauber. Wunderbar. Und nun Test. Ah, da ist die Seife, alles klar. Und hier ist der Wasserknopf. Oh, funktioniert doch. Dann bin ich ja jetzt bereit zum Essen. Hier kommt noch ein Föhn. Hey! Alles top. Der erste Gang wurde schon geliefert. Tortilla. Perfekt, dass ich mir gerade die Hände gewaschen habe. Das ist toll. Das ist ganz frisch. Wunderbar. Erster Gang, top. Die geben aber Vollgas hier. Jetzt kam das Bier, ein Gambrinus. Ein Glas habe ich auch noch dazu bekommen. Da ist das Glas. Pardubice hlavní nádraží. Prosit auf eine schöne Zugfahrt. Also das Bier schmeckt schon mal super. Es ging aber auch noch weiter. Hier kommt schon mein Schnitzel. Die gesamte Lieferung hat gerade mal 11 Minuten gedauert. Also besser geht's ja gar nicht, oder? Also ich habe jetzt das Schnitzel getestet. Es ist super zart und wunderbar warm. Also toll. Meine Vorfreude wurde nicht enttäuscht. Und ich habe ja noch eine ganz lange Zugfahrt vor mir. Ich bin satt, nicht mehr durstig. Jetzt kann das Loungen richtig losgehen. Ich habe übrigens den Sitz gewechselt. Das war mein Sitz vorher und ihr seht, die Füße gucken da raus. Und nun ist alles top. Man kann sich sogar regelrecht hinlegen und klappt den Sitz aus. Ja. So ist schon mal gut. Da ist ja noch ein zweiter Knopf. Yay! Ich liege regelrecht. Haha, das ist bequem. Bester Sitz. Wie im Frecciarossa 500 in Italien. Und es ist so schön sonnig, dass ich die Sonnenblende runtergemacht habe. Jeder Sitz hat übrigens eine eigene Steckdose. Ja, jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich muss aber noch einen Kaffee trinken, weil ihr habt ja im Livestream mir so freundlich ein paar Euro gespendet, damit ich Kaffee trinke. Und das löse ich natürlich super gerne ein. Danke für die Spenden im Stream, das war wirklich lieb von euch. Ich bin jetzt in optimaler Lounge-Position, also so halb im Liegen. Und gerade kam der Dude, der die Bestellung entgegennimmt. Es ist leider nur ein Dude für 2 Waggons zuständig. Also hier gibt es 2 Erste-Klasse-Waggons und halt die 6 Business-Class-Sitze. Ist ein bisschen viel für eine Person, aber er schafft das. Gibt es erstmal Latte Macchiato mit Doppel-Espresso, dann ein Stück Kuchen und noch ein Bier. Weil ich muss ja Pilsner Urquell testen. Und während wir auf die leckere Kaffeepause warten, schauen wir uns ein bisschen Tschechien an. Gefühlt besteht Tschechien nur aus Feldern. Wir fahren gerade 115 km/h und wir haben schon über eine halbe Stunde Verspätung. Aber die halbe Stunde Verspätung stört mich gar nicht, weil ich genieße diesen Sitz so sehr. Ach, geht schon los. Die sind aber auch schnell hier. Das ist Pilsner Urquell. Habe ich am Flughafen gesehen. Soll wohl gut sein. Prosit. Okay, aber jetzt nicht einzigartig. Kann man trinken, aber das vorherige fand ich besser. Naja, hier ist auch irgendwie mehr Schaum als Bier drin. Ne? Egal, kann man trinken, aber muss ich nicht. Ich denke, der schöne Latte Macchiato mit Doppel-Espresso sollte jetzt ein bisschen abgekühlt sein. Oh, ist der heiß. Oh, der ist aber lecker. Heute wird nicht mehr geschlafen, ist ja ein doppelter Espresso drin. Ne? Danke nochmal für die Spende für den doppelten Espresso. Ich wollte euch ja noch erzählen, was es denn mit unserem Zugnamen auf sich hat. Unser Zug wird ja Vindobona genannt. Den Vindobona gab es schon in der DDR, aber da sah er noch ein bisschen anders aus. Das ist er, der VT 1816. Das ist genau die Linie, na gut, ein bisschen anders. Damals ist er noch von Berlin über Dresden gefahren, aber dann auch über Prag und Wien. Das war der super Luxuszug der DDR und hier ist die Originalstrecke von damals, also Berlin, Prag und dann Wien. War schon cool. Mit dem Ding wäre ich auch gerne mal gefahren. Der soll ja wiederbelebt werden, aber ob das nochmal kommt? Okay, jetzt geht's echt los. Zieht euch mal das Teil hier rein. Was für ein Monster. Es ist eine Karamell-Honigtorte. Boah, da bin ich gespannt drauf. Der Kuchen hat sicherlich keine Kalorien. Der ist völlig natur- und neutral. Wahnsinn. Super lecker das Teil. Also das Online-Portal mag ich wirklich gerne. Klick.
And oh, das ist sogar auf Deutsch. Cool. Jetzt gucken wir ein bisschen raus. Wir fahren gerade 120 km/h. Genießen wir ein bisschen die schöne Landschaft. Oh, und da ist Sonne. Wunderschön. Also eine High-Speed-Strecke ist das jetzt aber nicht zwischen Prag und Wien. Die angekündigten 230 km/h werden hier definitiv nicht gefahren. Ist so schön ruhig und ordentlich hier alles. Gefällt mir richtig gut. Vielleicht muss ich mal ein paar Tage länger in Tschechien bleiben. Wirklich sehr, sehr schön. Also die Landschaft hier ist noch wunderschöner als vorhin. Vorhin war ja plattes Land und jetzt fahren wir tatsächlich durch Steinschluchten. Seht ihr die steilen Wände? Ja, natürlich seht ihr sie. Beeindruckend, dass die hier eine Bahnstrecke reingehauen haben. Wir fahren aber auch langsam. 75 km/h. Ist schon schön. Wie ein günstiger Glacier-Express. Also diese kleinen Orte hier sind echt herrlich. Hier kann man sich bestimmt mal gut erholen. Nun zeige ich euch noch, wie ich denn mein Ticket gebucht habe. Ich habe es nicht bei CD, also bei České dráhy gebucht, sondern bei ÖBB. Ja, ganz einfach. Route eingeben. Das mache ich gerade. Datum eingeben. Uhrzeit eingeben. Und auf geht's. Suchen wir die Verbindung. Mein Zug ist ja um 12:42 Uhr gefahren. Da finden wir ihn tatsächlich auch. Und jetzt kommt die spannende Änderung. Als ich mein Ticket gebucht habe, gab es nur erste und zweite Klasse. Ich musste die Sitzplatzreservierung, die man dringend für die Business Class braucht, einzeln dazu buchen. Ich habe also 2 Tickets gehabt. Jetzt haben sie das Portal wunderbar einfach gemacht, sodass ihr direkt auf Business Class klicken könnt. Ihr könnt sogar auch euren Sitzplatz im Waggon direkt selber wählen. Das zeige ich euch jetzt. Ich hatte Sitzplatz Nummer 13. Wir erreichen in Kürze Brno. Ich nenne es einfach mal so. Genießen wir die Einfahrt. Da, Brno. Brno ist der vorletzte Halt in Tschechien. Ausfahrt aus Brno. Brno scheint wohl ein bisschen größer zu sein. Hier sind einige Gleise. Ja, ist definitiv etwas größer hier. Wunderschöne Kirche. Dámy a pánové, rádi bychom vás upozornili, že ve voze 23 se nachází tichý oddíl. Děkujeme vám, že respektujete zákaz telefonování. Vypnuty zvuky na všech zařízeních a nerušte ostatní cestující hovorem. Ladies and gentlemen, we would like to inform you that there is a quiet section in car 23. Thank you for respecting the ban on telephone calls. Wir verlassen nun Břeclav. Břeclav ist tatsächlich ein sehr wichtiger Ort, weil er direkt an 3 Grenzen grenzt. Also einmal sind wir in Tschechien, dann grenzt Břeclav noch an die Slowakei und an Österreich. Also hier kommen einige Bahnen zusammen. Ja, hier stehen schon wesentlich mehr andere Züge rum. Eine Weintraubenbahn, auch witzig.
Mittlerweile ist unser Zug in Österreich und es sind nur noch knapp 20 Minuten bis Wien. Aber seit der österreichischen Grenze hat sich einiges verändert. Ich zeige euch mal was. Das Bordportal geht nicht mehr und die Happy Hour ist vorbei. Jetzt kostet das Schnitzel nicht mehr 10 Euro, sondern plötzlich 13 Euro. Also bitte bemerken, gönnt euch ordentlich auf tschechischem Boden. Danach wird es wesentlich teurer. Nun ist unser Waggon so gut wie leer. Ihr seht, hier ist die Grenze zur Business Class. Wir haben hier insgesamt nur 6 Sitze. Und wenn wir uns umdrehen, dann sehen wir die erste Klasse. Hier ist die erste Klasse. Und die Sitze sind auch gut. So sieht der ganze Waggon aus. Das ist Wien Hauptbahnhof. So sieht es hier gerade aus. Schön sonnig. Wir haben hier ein paar Minuten Aufenthalt. Ich filme mal den Steuerwagen. Da ist unser Steuerwagen. Sieht schon schön aus, ne? Business! Und hinein! Jetzt ohne andere Fahrgäste. Da ist die schöne Anzeigetafel. Und wir gehen in das Business-Abteil. Da ist mein Sitz, den kennt ihr ja schon. Ausfahrt aus Wien Hauptbahnhof. Na, so viel vom Bahnhof sehen wir jetzt nicht. Es ist Ventus. Und ein ICE. Jetzt habe ich die Front nicht erkannt, ob es ein ICE 3 oder ein ICE T war. Ich glaube, es war ein ICE T. Bahnhof zu Ende. Hier war ich doch letztens schon mal. Da bin ich mit dem Nightjet angekommen. In Wien wurde gerade das Personal gewechselt und jetzt sind es österreichische Kollegen. Ja, sogar die österreichischen Kollegen bringen dir noch eine Flasche Wasser. Also habe ich jetzt umsonst 1 Liter Wasser und ein Bier bekommen. Super, weil ich hatte ja den kleinen Gutschein über 2 Euro und da habe ich ein Bier umsonst bekommen. Ja, falls ihr meinen Content mögt und mich gerne unterstützen möchtet, werdet doch Business Class Mitglied, weil als Business Class Mitglied bekommt ihr alle meine Videos so 1 bis 2 Wochen, nachdem ich sie aufgenommen habe. Und ja, es dauert mittlerweile 3 bis 4 Monate, bis ein frisch aufgenommenes Video kommt, weil ich fleißig unterwegs bin, um euch guten Content zu liefern. Wir sind mittlerweile aus Wien Kernstadt heraus. Unser nächster Halt ist Wien Neustadt und wir fahren 160 km/h. Und ich denke, das wird unser Topspeed für heute sein. Also wir haben gerade Wien Neustadt verlassen und da ist wieder 160. Und hier ist diese kleine Kurve, 230 km/h. Und das ist unser nächster Halt, Mürz-Zuschlag. Ob wir da wirklich 230 fahren? Jetzt machen wir eine schöne Zugwanderung mit 50 km/h durch die Berge. So sieht es hier aus. Ganz schön hoch. Ah, nein. Kaum wird's dunkel, spiegelt alles. Wie doof. Aber ich habe gerade vom Schaffner sowieso erfahren, 230 km/h werden wir nicht fahren. Wir werden nicht mal mehr 160 fahren. Wir werden bei 120 langsam durch die Berge wackeln. In Kürze erreichen wir unser Ziel Graz mit ca. 30 Minuten Verspätung. Ich muss in Graz noch eine S-Bahn bekommen, weil ich habe keine Lust, noch eine halbe Stunde zu warten. Deswegen verabschiede ich mich einfach jetzt von euch. Also das letzte Teilstück von Wien nach Graz ist wirklich wunderschön. Muss man aber am Tag machen, weil wenn es draußen dunkel ist, sieht man nicht, wie schön die Berge sind.
Ja, mir hat der Railjet gigantisch viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.